High ohne Drogen. Funktioniert das wirklich? Und ich habe nie gedacht, dass ich in diesen Zustand reinkomme. Atmen statt Amphetamine, Licht statt LSD. Also der Spitzname LSD-Lampe ist gar nicht so weit hergeholt. Man hat also gesehen, dass sich im Gehirn tatsächlich ziemlich das Gleiche abspielt. Es wird nicht mehr gesoffen, es wird geschwitzt. In der Regel offenbart sich die Schwitzhütte auch nicht in der Schwitzhütte, sondern erst Tage danach. 3 Tage Druff ohne Drogen. Was bringt mich woanders hin und was ist nur Hokuspokus? Das da hinter mir ist das Berghain, Berlins berühmtester Club. Und da schädeln sich die Leute jedes Wochenende gut aus dem Leben. Viele davon auch mit Drogen, GHB, Ketamin, Kokain, LSD, was weiß ich nicht noch alles. Das Problem an dieser Form der Bewusstseinserweiterung ist, dass die Nebenwirkungen oft ziemlich heftig sind. Und auch der Kater ist nicht zu unterschätzen. Und deshalb schaue ich mir mal an, wie das geht, high zu werden ohne Drogen. Bewusstseinserweiterung nur mit meinem eigenen Körper. Wie das gehen soll? Na, zum Beispiel mit Atmen, psychedelischem Atmen. Eva Katzor bietet das an. Eva ist ausgebildete Yogalehrerin. Das Atmen hat sie für sich vor Jahren als Alternative zum Meditieren entdeckt. Warum Psychedelic? Das klingt so ein bisschen, also man denkt dann so an psychedelische Drogen, nee, aber was ist Psychedelic daran? Das ist so der Unterschied zwischen dem, was wir sonst so haben, hier Thinking Brain, Frontallappen, präfrontale Cortex, wo wir rauskriegen, wie Leben funktioniert. Und Psychedelic ist so der Zustand, wo wir in andere Gehirnareale rankommen, die sehr viel intuitiver sind, vielleicht auch kreativer, innovativer, anders in der Schwingung, wenn wir von Gehirnwellen sprechen. Weltweit feiern Menschen Evas Atemtechnik. Auf dem Burning Man Festival zum Beispiel haben sich mehr als 1000 Neo-Hippies gemeinsam mit ihr in Trance geatmet. Die Technik ist eine sehr tiefe Art, Sauerstoff aufzunehmen, durch eine tiefe Einatmung, ein Ausatmen und ein draußen Halten des Atems. Ja, das heißt, du kommst in so einen Zustand von Leere rein. Genauso wie in einen Zustand von Fülle, weil wir den Atem auch drin halten. Ich habe eine Technik gewählt, mit der ich experimentiert habe, wo ich gemerkt habe, das ist so der größte Effekt in mir, ja, in meinem Bewusstseinszustand und im körperlichen. Ich bin jetzt so ein Typ, ich kann super schwer abschalten. Also ich bin immer so einer, so loslassen fällt mir super schwer. Wie leicht ist es bei deiner Technik loszulassen? Schnell. Es geht wahnsinnig schnell. Ich habe oft so Kommentare oder dann im Gespräch danach, die sagen, ich habe einfach nichts mehr gedacht. Und ich habe nie gedacht, dass ich in diesen Zustand reinkomme. So schnell, nach vielleicht 10 Minuten, 5 Minuten. Ist schon krass, ne, dieses Gefühl von mal nichts denken, irgendwie so aktuell. Also was glaubst du, steht dahinter, dass man einfach mal sagt, ey, ich will nicht mich zuballern mit Dingen. Also warum ist das so ein Bedürfnis jetzt heutzutage? Es gibt mehrere Gründe. Eins von Menschen wachen auf und wollen aufwachen, wollen verstehen, was sie konditioniert, wollen selbst entscheiden. Dann haben wir natürlich eine unfassbare Flut von Reizen und Stimulien. Ständig wird die Aufmerksamkeit irgendwo hingezogen und es tut einfach weh irgendwann. Hat sie recht. Klar, das sind First World Problems, aber auch mich stressen diese ganzen Reize, dieses dauernde Gebimmel in meinem Kopf. Die meisten anderen hier im Raum sind im Gegensatz zu mir erfahrene Atmer. Sie wissen, was auf sie zukommt. Braucht jemand ein Taschentuch? Ja. Oh mein Gott. Emotional Day, ja? Du meinst jetzt für die möglichen Tränen? Die sind alle Pros, David. Alles klar. Heulen durch Ein- und Ausatmen. Let's close our eyes. Just close the eyes in for now and then take a big inhale right into your belly as you breathe in. Los geht es mit einer Aufwärmrunde. Eva pegelt uns ein. Gerade kann ich mir noch nicht vorstellen, wie mich das hier in andere Sphären bringen soll. Mein Arsch tut vom Schneidersitz weh und selbst das Om klingt bei mir irgendwie schräg. Was soll das hier nur werden, ey? Dann geht es richtig los. Breathe in, exhale through your mouth like
Wir atmen zügig ein und wieder aus. Ein bisschen so wie ein Fisch an Land. Zwischendurch halten wir für eine gute halbe Minute die Luft an. 11 Mal wiederholen wir das Ganze. Am Anfang tue ich mich schwer. Ich habe das Gefühl, alles falsch zu machen. Trust your pace. Und irgendwie atme ich auch echt anders als der Rest hier. Noch passiert bei mir gar nichts, außer dass ich nach ein paar Minuten einen leichten Krampf im Arm bekomme. Das ist aber normal. Und mit der Zeit komme ich rein, und zwar so richtig. Keine Ahnung, was da bei mir los ist. Ich atme mich in Ekstase. Aber es funktioniert. Ich fühle mich auf einmal viel leichter. Konzentration und Anspannung fallen von mir ab. Und während ich die Luft anhalte, denke ich an gar nichts. Das passiert mir wirklich fast nie. Ich bin selten so bei mir wie jetzt gerade. Finding back into your natural way to breathe. See if you can find a comfortable place. Nach 40 Minuten ist es dann vorbei. Auch der Rest scheint so beseelt wie ich. Bei einigen sind sogar Tränen geflossen. Erst als ich die Augen wieder aufmache, merke ich, wie krass das eigentlich war. I actually think this is my favorite moment. Take your time, please. Might be the moment where you feel you can go back to sitting position and feeling down. Also ja, bin auch so ein bisschen dizzy, so ein bisschen schwindelig und sieht man das? Ich so leicht am Zittern, aber es ist ein gutes Gefühl. Ich bin echt so ein bisschen, also krass, währenddessen war schon immer wieder so Momente, wo ich weg war. Also wo ich tatsächlich es geschafft habe, aus meinem Kopf rauszukommen und nicht nachzudenken. Weniger, ich dachte, dass es mehr ist. Aber gerade als ich die Augen aufgemacht habe, merke ich halt jetzt, wie ich da die Minuten des Atmens ganz woanders war. Es ist irgendwie eindrücklich und so richtig fassen kann ich es gerade noch nicht, aber es fühlt sich gut an. Hätte ich vorher echt nicht gedacht, dass das so funktioniert. Und auch 2 Stunden später noch bin ich high. Mir ist ein bisschen schwindelig und ich bin einfach gut drauf. Also das mit dem Atmen, das läuft. Als nächstes versuche ich es mit Licht. Dr. Engelbert Winkler ist Psychotherapeut und hat eine Lampe entwickelt. Lucia heißt sie. Das Ding ist eine echte Wunderleuchte. Wenn man sich mit geschlossenen Augen vor die Lampe sitzt und die Lampe anfängt zu arbeiten, dann stimulieren die Frequenzen des Gehirns zu einer Eigenleistung, die deshalb eben sehr individuell ausfällt und im Prinzip sehr ähnlich ist, beziehungsweise jetzt eigentlich ziemlich gleich, wie wenn man psychedelische Drogen nimmt oder in einen extremen Bewusstseinszustand eintritt, wie in der Todesnähe. Also der Spitzname LSD-Lampe ist gar nicht so weit hergeholt? Der ist insofern gar nicht so weit hergeholt, weil man hat also gesehen von Neuroconnectivity-Studien, die sie mit EEGs an der University of Sussex gemacht haben, dass sich im Gehirn tatsächlich ziemlich das Gleiche abspielt, wenn man halluzinogene Drogen nimmt oder wenn man sich vor die Lampe sitzt. Der Unterschied ist halt, dass man die Lampe auch wieder ausschalten kann. Das will ich natürlich ausprobieren.
Die Lampe besteht aus 8 LED-Leuchten und einem Halogenlicht in der Mitte. Jede der Leuchten kann in unterschiedlichen Frequenzen unabhängig von den anderen flackern. Im Hirn sollen dabei psychedelische Bilder entstehen. Auf die Idee für die Lampe ist Engelbert durch ein Erlebnis in seiner Kindheit gekommen. Mit 7 Jahren hat er die lebensbedrohliche Hongkong-Grippe und erlebt in seinem Bett eine Nahtoderfahrung. Auf einmal hat sich die Wand bewegen angefangen und in der Wand ist wie ein Tunnel aufgegangen. Und war für mich das Normalste auf der Welt. Und in diesem tunnelartigen Teil habe ich dann Schatten gesehen und da waren Wesen drinnen, die haben eher sehr klein ausgeschaut. Und ich sage dann nur zu meiner Mutter, schau, die kommen, um mich abzuholen, weil das war mir klar. Das war mir völlig klar, die kommen, um mich abzuholen und ich habe überhaupt keine Angst gehabt. Allerdings, wie ich das gesagt habe, hat meine Mutter eine Panik gekriegt und gesagt, schau nicht hin. Und dann habe ich einen Schreck gekriegt und dann habe ich, glaube ich, das Bewusstsein verloren. Ja. Muss ich mir jetzt Sorgen machen, dass ich jetzt so eine Nahtoderfahrung erlebe unter der Lampe? Also klingt für mich kriege ich ein bisschen Schiss so. Nein, also wenn man sich vor die Lampe sitzt, was ich mir schon sagen traue, ist das, wenn man jetzt unvoreingenommen die Augen schließt und sich einfach auf das einlässt, was dann passiert, dann kann man schon ziemlich sicher sein, dass wenn man stirbt, dass die Todeserfahrung auch so beginnt. Was es zu beweisen gilt, fragt sich nur wie. Die Toten kann man ja nicht fragen. Engelbert beschreibt Nahtoderfahrungen auf jeden Fall als etwas Positives. Gelassener und lebensfroher seien Menschen danach. Und diesen Effekt will er so ein Stück weit mit der Lampe nachahmen. Es sollte so in der Höhe zwischen deine Augen sein. Also ein bisschen rauf, links, rechts. Bisschen rauf, bisschen höher, nicht zu weit. Bevor es richtig losgeht, stellt Engelbert die Lucia erstmal auf mich ein. Mit einem Testprogramm schaut er, ob ich klarkomme auf das Flackerlicht. Und ich komme klar, sehr gut sogar. Auf einmal sehe ich Farbflächen vor mir auftauchen. Das Licht fühlt sich warm und entspannt an. Das waren die 5 Minuten. Ja, wow. Für die lange Session bekomme ich auch Musik aufs Ohr. Engelbert empfiehlt mir, was auch sonst, Pink Floyd. Dann mal los. Dann geht's ab, aber so richtig. Schnell sehe ich mehr als nur Farbflächen. Vor mir entstehen krasse Muster. Ich habe noch nie LSD genommen, aber ungefähr so muss ein Acid-Trip aussehen. Allerdings ist es nicht nur angenehm, manchmal überfordern mich die Muster auch. Es ist echt ziemlich trippy. Gefühlt alle 10 Sekunden kommen neue Bilder auf mich zu. Um euch mal einen Eindruck zu geben, so sieht das Flackerlicht aus. Achtung an alle Epileptiker, jetzt weggucken. Sowas habe ich auf jeden Fall noch nicht erlebt, unterwegs in einer anderen Welt. Nach 20 Minuten ist es vorbei. Man muss jetzt was sagen, ne? Okay. Wahnsinn. Ein kompletter Wahnsinn. Wow. Boah. Das ist ja echt eine Reise. Das ist unheimlich viele Formen und ja, es ist wie, als würde ein Kaleidoskop explodieren, aber irgendwie polyphones. Ich kann es nicht beschreiben. Philipp, willst du noch mal 5 Minuten probieren? Und auch mein Kamerakollege Philipp hat jetzt Blut geleckt. Du sagst mal ein bisschen rauf, runter, links, rechts. Bisschen runter. Bisschen runter.
Allerdings hat Philipp nicht so viel Spaß mit Lucia. Puh. Also es hat mich schon ganz schön herausgefordert. Ich hab's gemerkt, ja. Zweimal hätte ich fast gesagt, hör auf. Da habe ich so richtig so gemerkt, wie sich alles zusammenzieht und ich so am liebsten weggerannt wäre. Also ich habe mich wirklich gefühlt wie ein bisschen in einer anderen Welt, in so einer Extrawelt. Jetzt gerade auch hier aufzuwachen ist schon... Ganz genau, da sieht man sein Inneres. Und das Interessante ist, der therapeutische Effekt besteht darin, wenn Menschen dann davor sitzen und plötzlich mit allem Möglichen, auch mit ganz negativen Dingen konfrontiert werden und sie aber merken, ich kann mich dem überlassen und in dem Moment, wo ich mich dem überlasse, verändert sich's dann. Angststörungen und Depressionen lassen sich mit der Lucia gut behandeln, sagt Engelbert. Für mich war das einfach nur ein ziemlich krasser Trip. Läufst du schon? Ich laufe. Ja, geil. Ich habe noch auf dieses Gitter gerade geguckt und das wirft so komische Muster. Also so ein bisschen Hype liegt tatsächlich immer noch eine halbe Stunde, nachdem ich dann diese Lampe geschaut habe. Und fühle mich echt ein bisschen so, als wenn so ein Sack von mir abgefallen ist. Also die Dinge sind gerade so ein bisschen leichter und alles ist so ein bisschen angenehmer. Ich glaube so ein bisschen, als wenn man irgendwie so MDMA oder Ecstasy genommen hat. Und das ist total geil, dass eine Lampe sowas erzeugen kann. Wobei Engelbert ja auch meinte, dass man das durch Meditieren oder Atmen auch hinkriegt. Aber da brauchst du halt die Technik und musst das irgendwie manchmal Monate oder Jahre lang machen, bis du da hinkommst. Und einfach in so eine Lampe gucken zu können und das so zu erleben und nicht irgendwie sich chemische Drogen reinzusnacken, ist total schön. Jetzt geht es in die Natur. Ich fahre nach Sachsen zu einer Schwitzhütte. Hi David. Ich bin der Kai. Hi Kai, grüß Grüß dich. Schön hier zu sein. Ja. Das ist meine Kollegin Toni. Toni, wie unser Sohn. Mitten im Wald treffe ich Kai und Kerstin. Die beiden veranstalten hier regelmäßig Schwitzhütten. Das Gerüst aus Ästen steht schon. Mehr als 4 Stunden lang sitzen wir später zusammen, bei bis zu 70 Grad. Und eigentlich sollen wir die ganze Zeit über in der Hütte bleiben. Sag mal, was bringt es, dass ich dann so über mich hinausgehen soll? Also dass ich dann sage, wenn es mir zu heiß ist, trotzdem vielleicht noch mal einen Moment länger verweilen und weitermachen. Den inneren Schweinehund besiegen und aus dem Denken rauskommen. Weil das Denken spricht ja, oder unser Verstand spricht die ganze Zeit mit uns. Und wenn man die Stärke hat, das halt dort nicht zuzuhören, bringt dich das halt weiter, dass du deine eigene Stärke in dir erkennst. Und in der Regel offenbart sich die Schwitzhütte auch nicht in der Schwitzhütte, sondern erst Tage danach. Und bevor jemand fragt, das Symbol auf Kais T-Shirt ist kein Hakenkreuz oder so, es ist ein indianisches Medizinrad. Für die Hitze in der Hütte sorgen später heiße Steine. Dafür muss ein Feuer gemacht werden. Ein Zeckenbiss brachte Kai und Kerstin zur Schwitzhütte. Kerstin erkrankte nach dem Biss an Borreliose. Sie sagt, die Schwitzhütte hat ihr damals beim Gesundwerden geholfen. Mit Decken wird die Astkonstruktion abgedeckt. Am Ende ist es stockduster in der Hütte. Kerstin, sag mir mal, was symbolisiert diese Hütte? Was soll das darstellen? Es stellt dar, dass wir symbolisch zurückgehen im Bauch von Mutter Erde. Und das ist der weibliche Anteil. Ne? Das Weibliche ist dieser Bauch, kann man sich vorstellen. Der ist ja so sichtbar und der geht aber auch unten in der Erde weiter. Und das Feuer, das symbolisiert die männliche Kraft. Und dann gehen wir halt zurück bestenfalls in den Bauch von unserer Mutter. Und all die Dinge, die wir erfahren haben in unserem Leben, all das, was uns geprägt hat, das können wir hinter uns lassen. Bevor es aber reingeht ins Dunkel, bedanken wir uns erstmal bei den Geistern. Die Geister der Luft, bitte kommt zu uns, bitte helft uns bei unserem heutigen Ritual. Ho! Ho!
Ich habe echt ein bisschen Bammel, da jetzt reinzugehen. Also, mein Herz pochert ganz schön, weil 4 Stunden da jetzt Zeit zu verbringen in diesem Ding. In der Sauna gehe ich immer nach 5 Minuten raus, weil es mir zu heiß ist. Und da soll ich jetzt stundenlang mich mit mir selbst beschäftigen und wiedergeboren werden und was weiß ich noch alles. Ich habe Respekt. Ich kann mir irgendwie gerade Schöneres vorstellen, aber ja, hilft ja nichts. Und auch vor der Hütte knien wir nochmal nieder. Dann kommen die heißen Steine. Sie sollen übrigens unsere Ahnen symbolisieren, die wir mit in die Hütte nehmen. Ich habe auf jeden Fall richtig Respekt vor dem, was jetzt kommt. Vier Runden gibt es, dazwischen jeweils eine Pause. Eigentlich sollen wir hier in der Hütte zu uns kommen, in uns horchen. Ich schaff das nicht, viel zu heiß. Nach 2 von 4 Runden muss ich raus. Einfach nur zu heiß. Hast du nicht das Gefühl, es bringt dir auch was? Nee. Es ist einfach nur wie eine Sauna. Eine sehr extreme Sauna. Bringen. Also am Ende vielleicht, dass ich es geschafft habe, dass ich es gemacht habe, aber kann ich mir auch einen Haufen Scherben setzen. Dann auch am Ende stolz sein, dass ich es geschafft habe. Also, nee. Eigentlich habe ich gar keinen Bock mehr reinzugehen, aber jetzt ziehe ich das durch. Und ich werde belohnt. In der 3. Runde ist die Hütte weniger heiß. Ich schlafe einfach ein. David, Ja? wie findest du Schwitzhütten so? Also jetzt 3. Runde war beste. Ja? Ja, 3. Runde war super. Wieso? Einfach schlafen. Echt? Einfach eingeschlafen. Und dann habe ich es ein bisschen verstanden, was mit dem Bauch der Mutter gemeint ist. So habe ich mich jedenfalls gerade gefühlt. Als würde ich einfach an einem sehr warmen, sehr kuscheligen, sehr ruhigen Ort sein und für mich hinschlummern können. Die letzte Runde ist dann die Dankesrunde. Es wird persönlich. Ich bin dankbar für meine Familie, für meine Frau, für meinen Sohn. Und dankbar für meine Freunde, die halt auch in schwierigen Situationen zu einem halten. Ich bin dankbar für euer Vertrauen, dass wir hier mit der Kamera sein dürfen. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass ihr mit offenem Visier uns hier gegenübertretet und uns dabei sein lasst bei so intimen Momenten, die wir hier haben. Das finde ich toll und ich bin wirklich sehr dankbar für diese Chance. Und gleich auch dankbar dafür, wenn dann wieder die Tür aufgeht. Aber erstmal noch, na klar, schön schwitzen. Kein Weichei. Eisern, ein Vogel. Nach fast 5 Stunden ist es geschafft. Den Geistern sei Dank. Also ja, anders als genau. Ja. Ganz anders als genau. Erste Schulter und dann Herz. Ich bin versöhnt mit der Schwitzhütte. Also ich fühle mich nicht neugeboren. Es wäre ein bisschen viel, aber am Ende muss ich sagen, es ist eine schöne Erfahrung. Ob mich die jetzt persönlich weiterbringt, keine Ahnung, das sollen ja die nächsten Tage zeigen. 3 verschiedene Sachen habe ich ausprobiert, alle haben was mit mir gemacht. Und auch wenn manches etwas esoterisch daherkommt, mich hat das voll weitergebracht. Ich habe gelernt, dass ich zur Selbsterfahrung kein Stoff oder Suff brauche, atmen, Licht oder schwitzen.
tun es auch. Ja, danke fürs Gucken der Doku. Schreibt mir mal in die Kommentare, welche Natural High Methoden ihr kennt. Also wie kommt ihr drauf durch natürliche Methoden? Und dann kann ich euch noch einen Film empfehlen von den Kollegen von Reporter. Da geht es um schädliche Drogen, nämlich um Legal Highs. Ja, bis bald dann, ne?